Heute sind wir in Bonn beim Florian. Ganz Florian spontan. kommt zu Florian. Genau, ganz spontan. Also, wir haben ein paar Sachen zurückgebracht, die nicht gepasst haben. Und jetzt haben alles. Doch. ja, manchmal nicht, aber ist gut. Jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Making-of auf die Sendung mit dem Käfer, weil Das wird vielleicht ganz interessant, mal zu gucken, wie sowas entsteht. Ja. Ja. Man stellt sich ja immer Wunder vor, was wir hier für einen Aufwand betreiben. Und jetzt seht ihr, das ist eigentlich kein dass das keiner ist. Ja, das tut keinen weh. Es muss ja immer schnell gehen. Wir haben ja viel zu tun hier. Und Ja, ich bin klar. ja alles andere als online-affin. Ich habe das ja alles erst in den letzten 1,5 Jahren so ein bisschen gelernt. Der Matthias hier, der ist online-affin. Der arbeitet bei uns im Lager. Und der hat mir da ganz viel gezeigt. Oh, da Und kam die Idee. der macht die Filmchen meistens. Hi. Und erzähl. Also, das sind Haben wir gestern schon gesehen, die Baustelle. unsere tolle Mechanik. Toll, meine ich ganz ernst. Das ist der Dirk, das ist der Micha. Ja, sonst war der Micha immer ein wenig tolles Auto auseinander. Ja. Die Kundin hat nicht viel Geld, hat aber ein sehr, sehr rottes 03er Cabrio. Ja. Und da wollte sie, dass wir den Rahmenkopf schweißen und die Bodenhälften schweißen. Und da haben wir gesagt, nee, die 4. Reparaturblechlage müssen wir da nicht draufzimmern. Und der ist aber auch wirklich hier ultra knusprig, wenn man sich das hier mal anguckt. An der Seite schon geschweißt. Einmal rum sogar. Da ist er geschweißt, von unten mehrfach geschweißt, total aufgeblüht, die Bodenhälften nicht wesentlich besser. Und da habe ich der Kundin gesagt, wir nehmen ein gut erhaltenes Fahrgestell. Das wird sich sicherlich irgendwo finden. Und Achso, ihr wechselt das komplett aus? wir wechseln das Fahrgestell aus. Ne? Ja. Wir haben das Ding abgehoben. Ja, habe ich gestern gesehen. Ja. Und jetzt wird hier 1:1 umgebaut. Ah, habt ihr eh schon. Ja? Und das haben wir hier für kleines Geld Das schaut echt geschossen. super aus. Und sogar hier lokal, in Königswinter, stand das oben auf dem Berg. Und da sind schon neue Bodenhälften drin, neuer Rahmenkopf dran. Und das gab es relativ günstig, jedenfalls viel günstiger, als wenn man jetzt mit Ja klar, überleg mal, was du da Arbeit reinsteckst und das hier alles zerlegst und dann den Rahmenkopf abbauen. Können die arme Frau halt nicht bezahlen. Jetzt wird einfach 1:1 die Sache umgebaut und dann haben wir Tipptopp Boden. eine sehr günstige Reparatur mit einem qualitativ hochwertigen Ergebnis. Ne? Da kommt noch die Fahrgestellnummer um, das wird natürlich mit dem TÜV abgesprochen, machen wir vorher-nachher Bilder und zeigen dem Ja, da ist ja nichts geklaut, das ist ja nur ein nichts geklaut. Ersatzteiltauschen. Genau. Ja. Ja. Das Und verstehen immer viele nicht, du wechselst ja nur ein Teil man aus. muss den TÜV halt von Anfang an mit ins Boot holen und Ja, klar. größtmögliche Transparenz walten lassen und dann geht das auch. Ne? Das heißt, da Ja, nehmen das wir wird dann auch eingetragen und dann die ist es gut. Fahrgestellnummer raus und wir fahren mit dem toten Fahrgestell dann auch mit zum TÜV, laden wir auf die Ladefläche vom Pritschenwagen drauf, dass er auch sieht, da haben wir die Fahrgestellnummer raus, hier haben wir rein und dann ist auch alles sauber. Und die Karosse, die ist ganz okay. Das ist ja auch krass, gell? Das ist ja so eine Originalfarbe, gell? Aber wir haben jetzt echt gelernt, wir waren jetzt bei Lauders Verwandtschaft und da stand dann ein Standardkäfer in dieser Farbe. Ja. Und der hat dann gesagt, das ist ultra selten und ich dachte, den hat er selber. Nee, hat er nicht, das ist wirklich so. Da schreien einen die 70er Jahre an. Aber er sagt, es gab die gar nicht so oft in der Farbe. Nee, ist nicht oft bestellt worden. Das war dann selbst für die 70er ein bisschen zu krass. Aber es kommt natürlich auch erschwerend hinzu, das hier ist ein später 74er. Und die waren aus ganz schlechtem Blech, wie man Ja, klar, da unschwer waren sieht. viele Autohersteller, hatten das sehr schlechtes Blech. Und weißt du warum? Alle. Das hat einen geopolitischen Hintergrund. Die DDR hat Devisen gebraucht und hatte aber keine. Und die haben dann angefangen, Recyclingbleche in die Bundesrepublik zu liefern. Das ist Und das halt recycelt. Die haben halt Ja, keinen ja, eigenen Stahl. ja, ja, okay. Und deswegen siehst du keine 75er Gölfe. Die sind alle weg. genau, diese 75er Käfer. Schwalbenschwänze, genau, sagt man. Ja. Die sind Sechs- sehr schwer zu kriegen. Genau. Und der hier ist aus der Anfangszeit dieses Deals. Und deswegen ist das Fahrgestell auch so ultra knusprig. Das Häuschen ist schon ein paar Mal geschweißt worden. Und Aber das lässt es jetzt, oder? Da macht's jetzt. nee, das ist stabil. Ja, das schaut auch nicht schlecht aus. Da waren schon, Aber schön ist halt auch, war das Verschweißen mit der Bodengruppe? Gott sei Dank nicht. Boah, das ist immer das Räudigste, Das was ist es gibt. total ätzend. Ja, das ist echt das Räudigste. Also was es einen kleinen Schnitt mussten die Jungs machen und dann ging Ja, es. dann geht's. So, und die Sendung mit dem Käfer, das funktioniert halt so. Ich gehe in die Werkstatt, wenn ich Zeit habe, um eine Sendung zu drehen, dann gucke ich, was ist halt einfach heute in der Werkstatt los. Und dann suche ich mir irgendein Thema aus und dann werden 2, 3 Teile geholt, die dazu passen.
und dann geht's los. Was wird's heute? Ja klar, weil ihr baut das vom Fahrgestell weiß man noch nichts, oder? Nee, ein sehr wichtiges Thema abfrühstücken, wo der Motor so schön offen frei ist. dasteht. Es geht um die Luftkühlung. Ja. Und wie wichtig das ist, dass der Motorraum zu ist, ne? Dass oben und unten wirklich genau getrennt ist. So. Und jetzt kriegt der Matthias mein Telefon und anstatt dass wir es hinterher neu vertonen und den Soundeffekt reinmachen, guck mal, wie archaisch er das macht. Das muss jetzt in einem Rutsch muss das durchgedreht werden, denn wir haben für alles andere haben wir kein, also ihr macht es mit zwei Händen. Da kommt jetzt die Melodie raus, das hält er daneben. Ja, ist ja geil. Wie früher beim Dieter Thomas Heck die Hitparade mit dem Mikrofon vom Ja klar, aber ist doch cool. Kassettenrekorder aufgenommen. Genau so geht das hier. So, okay, jetzt stellen wir das Schild noch irgendwo plakativ hin, beim Dirk ans Bein. Ja klar, der läuft doch. Der läuft. Los geht's. Hallo, liebe Käferfreunde. Wisst ihr, was das Pareto-Prinzip ist? Das erkläre ich kurz. Pareto-Prinzip heißt, man kann ruhig eine Aufgabe nur zu 80% erledigen, weil dann ist sie meistens schon fertig. Und für die letzten 20%, um die Aufgabe perfekt zu erledigen, müsste man nochmal 80% der Arbeit investieren. Und das ist zu viel. Effizienz heißt Pareto-Prinzip, 80% reichen. Und genauso wird unser Land seit 25 Jahren auch regiert. Scheißegal, ob von rechts oder von links, es wird sich durchgewurstelt und wenn es so einigermaßen passt, dann wird es schon passen. Wenn wir so unsere Autos machen würden, ja, dann wäre es echt lustig auf der Straße. Dann wär's echt schlimm, weil dann würden wir ja mit lauter verkehrsuntüchtigen Fahrzeugen durch die Gegend gurken. Und das wäre wahrscheinlich ganz geil, wenn man sich den Rahmenkopf da anguckt. Genau. Das wäre schon cool. Ist keine gute Idee im automobilen Bereich, wenn wir die Bremsen nur zu 80% machen würden und so. Oder Reifen nur zu 80% nur noch Profil haben. Ist Mist. Und manchmal wird es auch richtig gefährlich. Guckt mal hier. Also mindestens hier in dem Fall finanziell gefährlich. Jetzt haben wir hier Fahrgestell mit dem Motor dran. Und hier kann man ein wichtiges Prinzip sehr gut erklären. Die Luftkühlung funktioniert ja so, über die Kurbelwelle, über den Keilriemen, über die Lichtmaschine, über das Gebläse herum wird hier Luft angesogen. Die kommt oben über die Luftschlitze und beim Cabrio durch die Luftschlitze in der Motorhaube. Wird hier angesogen, wird dann von dem Gebläsrad auf die Zylinderbänke geschleudert und wird dann unten hier wieder herausgedrückt. Hier kommt dann die warme Luft wieder raus. Jetzt haben wir ja in der Schule alle gut aufgepasst und wissen, warme Luft steigt nach oben. Wenn hier unten jetzt die warme Luft ist, die gerade zum Kühlen benutzt wurde, dann sollte man tunlichst vermeiden, dass diese warme Luft die Gelegenheit hat, nach oben überhaupt durchkommen zu können. Denn dann würde sie wieder angesogen und dann entsteht ein sogenannter thermischer Kurzschluss. Dann saugt der arme Motor sich erwärmte Luft an und so geht das immer weiter und er geht irgendwann am Hitzetod kaputt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass dieses Blech hier zum Beispiel erstmal überhaupt drin ist. Wie viele fahren ohne? 80%. Ja, oder fährt ja auch so. Oder auch solche Löcher sind, genau. Die sind ganz schlecht. Also hier zum Beispiel die Hitze vom Auspuff kommt auch nach oben. Das ist auch muss kacke. Alles komplett dicht sein. Deswegen sind diese Dichtringe sind wichtig. Die Asbestdichtungen, die hier fehlen, die gehören auch ran. Und solche kleinen Löchelchen wie hier, die dürfen natürlich auch nicht sein. Es ist ja sogar auch wichtig, dass im Gebläsekasten keine unnötigen Löcher sind. Ja. Und deswegen ist diese Dichtung, die Motorraumdichtung, die hier so drin geht, auch existenziell wichtig. Die ist auch oft weg oder kaputt oder sie ist von schlechter Qualität. Schaut mal hier. Diese Dichtung ist schon vorgebogen. Die hat die Form, die hier gefragt ist. Das ist natürlich teuer in der Herstellung, weil man braucht einen sogenannten Stützrahmen, wo dieses Gummiprofil nach dem Extrudieren nochmal draufkommt und zum Nachvulkanisieren nochmal in den Ofen reingeht, damit das diese Form annimmt. Ist das nicht? Jetzt stellt euch vor, das wäre gerade. Dann wird sich das hier so rumfriemeln und es würde Wellen schlagen. Und diese Wellen ergeben natürlich wieder eine Gelegenheit für die warme Luft, die von unten nach oben durchkommt und dann wieder angesogen wird. Und jetzt zeige ich euch noch was an meinem 67er Käfer, um das zu verdeutlichen. Hier habe ich ja eine TDE-Anlage eingebaut für schönes 6 Volt Racing.
Und damit wurde der zentrale Luftfilter mit den beiden Schnorcheln, wo dann hier die Frischluft angesogen wird, überflüssig. Der ist ja nicht mehr da, dafür haben wir jetzt ja 2 Vergaser drin. Und ich musste die Löcher, die hier im Abschlussblech sind, die musste ich verschließen. Mit diesen Gummistopfen hier. Ja. Und da war ich auf der Autobahn unterwegs und auf einmal sehe ich bei meinem schönen 6 Volt Ölthermometer, was ich vorne in dem VDO Rallye Dash drin habe, dass die Öltemperatur um 20 Grad nach oben geht. Nur weil die Dinger fehlen. Ich fahre natürlich ran, weil ich denke, was ist los? Und hatte sich hier so ein Gummistopfen gelöst. Und da kann man sehen, 20 Grad Motortemperaturunterschied nur wegen dieses kleinen Löchleins hier. Und an dem Beispiel kann man es gut ablesen, wie wichtig es ist, dass dieser Motorraum perfekt nach unten abgedichtet ist. Hier sieht man es, hier kommt diese Dichtung rein, ja, und schmiegt sich das sofort ein. Die schmeißt du rein, wenn die in einer ordentlichen Qualität mit Vorbiegung ist. Wichtig übrigens auch, diese Dichtung, die sieht man nicht, wenn der Motor eingebaut ist, die sitzt hier über dem Getriebe, auch die hat eine Vorbiegung natürlich. Und hier ist sie auch kaputt. Und weil man sie nicht sieht, schenkt man der wenig Beachtung, die ist aber genauso wichtig, weil auch hier steckt auch die Getriebe, ist auch die Hitze, das ist alles warm. Gerade dann hinten, wo er ansaugt, da ist es ja fast dann noch wichtiger. So, das gibt es natürlich bei allen Vertriebspartnern zu kaufen. 111 813 705D für Modelle ab 66 und 705A bis 1966 ist ein bisschen anderes Profil. Und die hier hinten 111 813 741 Gustav, eins unserer meistverkauften Teile. So, und jetzt haben wir wieder was gelernt. Und Baby, wenn du heute Nacht zum Mond raufschaust, dann kann ich diesen Gag jetzt nicht bringen, weil ich krieg den Ringschluss nicht hin, aber wir drehen das nicht neu. Wir spulen jetzt mal gedanklich ein bisschen zurück. Nochmal Pareto-Prinzip. Wenn die Amerikaner bei der Mondlandung nach dem Pareto-Prinzip gearbeitet hätten, dann wäre Neil Armstrong niemals zum Mond gekommen, jedenfalls er wäre nicht heil zurückgekommen. Mit 80% wäre es nicht gegangen. So, und jetzt kann ich den Spruch endlich bringen. Baby, wenn du heute Nacht zum Mond heraufschaust, dann denkst du an den Onkel Florian und sagst, Perfektionismus ist verdammt sexy. Bis nächste Woche. Ja, es ist so. So geht das hier. Und jetzt ist das abgedreht, jetzt geht das gleich direkt auf Instagram. Für YouTube müssten wir es jetzt nochmal quer machen. Aber ihr seht es ja heute bei uns in YouTube dann. Genau. Dann machen wir dann eine YouTube. Man kann jetzt bei YouTube Collar-Partner einladen. Kann man das wirklich? Ja, das ist jetzt ganz neu. Ich habe es noch nicht kapiert, wie es geht, aber es ist neu. Mal schauen, dann machen wir dann ein Collar-Ding daraus. Dann müssen wir es nämlich jetzt nicht nochmal neu drehen. Und damit kann der Matthias wieder schön in den Packraum gehen. Aber das Schlimme ist ja, dass du das niemals mehr gleich drehst. Doch, ich mach das Wort fast wortwörtlich nochmal. Also vielleicht. Das ist echt gut. Ja, zum Teil. Ja, weil bei uns wird es niemals mehr gleich. Überlegst du dir vorher? Das muss spontan kommen. Spontan. Das muss, weil sonst wird's blöd. Ne? Also wie Bukowski sagte, don't try. Ne? Also wenn du versuchst witzig zu sein, dann bist du nicht witzig. Entweder du hast einen guten Furz auf Lager, dann lässt ihn raus und wenn du versuchst, ihn rauszuquetschen, kommt nur Scheiße dabei raus. Das ist doch so. Ne? Entweder du bist kreativ und du hast eine Inspiration oder du hast sie eben nicht. Ne? Es muss auch Torfnasen geben. Ja, ne? Stimmt, wenn nicht. So, jetzt haben wir mal behind the scenes geschaut. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Und wir haben hier schon neues Material, was wir jetzt mal ausprobieren und euch dann zeigen werden. Mit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.